Oh hey! Random. Wieso hast du so ein besissenes getimtes Beatles-Video im fucking September? Warum im fucking September? Ach, klein Timmy, halt doch einfach mal die Klappe. Anyway, das war eine sehr schöne Art und Weise, dieses Video zu beginnen. Ihr habt den Titel gelesen, heute reden wir mal über die Beatles. Und über die Beatles könnte man sehr viel sagen. Ihre Musik ist sehr einflussreich, sei es nun in Popculture oder auch in der Musikindustrie selbst. Aber da habe ich auch nicht etwa wirklich sehr viel Neues zu adden. Also reden wir doch mal über einen Aspekt der Beatles-Historie, die eher weniger wirklich sehr stark besprochen wird, mit einer ganz großen Ausnahme. Deren Filme. Und die Beatles haben zahlreiche Filme, sei es nun Documentaries, sei es nun fiktionale Filme, die manche bestimmte Events der Beatles oder Beatles-related Persönlichkeiten zeigen. Aber heute reden wir mal über die 4 fiktionalen Narrativen der Beatles, die 4 Kinofilme der Beatles. Und der eine oder andere würde sich denken, 4? Was ist denn mit Let It Be? Auch wenn Let It Be mehr oder weniger der 5. kanonische Kinofilm der Beatles war, wo alle der 4 Leds miteinander involviert waren, ist es doch ein schwieriger Film für mich zu bewerten und deshalb lasse ich ihn einfach mal raus und fokussiere mich einfach nur auf die 4 fiktionalen Narrativen, die 4 Filme, die mehr oder weniger die Beatles in fiktionalen Versionen von sich selber oder auch in anderweitigen Rollen zeigen. Also beginnen wir doch mal mit diesem Video. Wie immer, Spoilers ohne Ende und natürlich, hierbei handelt es nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, ist es natürlich legitim und erzählt mir doch eure Meinung in den Kommentaren. Anyway, beginnen wir doch mal mit diesem Video. Und beginnen wir doch mal mit A Hard Day's Night. A Hard Day's Night, basierend auf dem mehr oder weniger selben Albumtitel, ist ein interessanter erster Entry Point für die Beatles in der Kinogeschichte. Ähnlich schon wie bei manch anderen handelt es sich hierbei um eine Mockumentary, sprich ein Film, wo wir zwar die Beatles als die jeweiligen Beatles sehen, aber statt das Ganze ernst zu nehmen, wie eine Documentary, die das Ganze etwa aufnimmt mit Fakten, ist es eher mehr so wie eine Satire, die mit paar Essen-Dingen spielt, aber das alles überspitzt zeigt. Und der Hard Day's Night kann man am besten beschreiben mit bodenständig, aber überspitzt. So haben wir zum einen Actor, der Pauls Großvater spielt, und der spielt das auf einer so überspitzten Art und Weise, dass es einfach nur unterhaltsam ist. Er ist wirklich das große Highlight dieses Films, aber auch die anderen Beatles lassen sich definitiv sehen. Vor allem John Lennon als auch George Harrison zeigen definitiv ihren natürlichen Charisma in ihren fiktionalen Rollen als sich selber. Paul und Ringo spielen es ganz okay, aber man kann mal definitiv sehen, dass der eine das ein wenig überspielt, auf einer nicht so dollen Art und Weise, während der andere das doch eher mehr ein wenig zu langweilig und ein wenig zu natürlich spielt. Ansonsten ist dieser Film definitiv wirklich gut. Die Cinematography lässt sich wirklich gut sehen und dass man sich entschieden hat, das in Black and White zu machen. Ich weiß, es hat was mit dem Buzzard Reasoning zu tun, aber irgendwie hat das irgendwie seinen eigenen Charme mit sich gebracht. Vor allem der Opening Shot, wo wir alle der 4 Beatles sehen, wie sie von Fans und ihrer Euphoria weglaufen, ist genial. Dass man A Hard Day's Night mehr oder weniger als Opening für den Film ausgesucht hat, ist clever einfach nur. Es ist ein fantastischer Song und definitiv einer der besten von den Early Years der Beatles. Generell, es ist einfach nur ein fantastischer Film, der das ganze Mockumentary-Genre auf einer sehr interessanten Art und Weise mehr oder weniger salonfähig macht. Davor gab es natürlich die ein oder anderen Endeavors in dieses Genre, aber so wirklich erst ab A Hard Day's Night wurde dieses Genre immer mehr und mehr genutzt, sodass etwa in den 80ern die ein oder andere Mockumentary im ähnlichen oder auch im neuen Gewand kam. Ich denke, der Film punktet vor allem mit den Szenen, wo die 4 Beatles einfach nur einen Song spielen und es ist einfach nur wundervoll sich anzuschauen. Wie es gefilmt wird, ist einfach nur grandios. Der Regisseur Richard Lester macht das einfach nur genial. Und generell gibt es nicht wirklich etwa viel auszunehmen bei diesem Film. Klar, an manchen Stellen hätte ich mir vielleicht ein wenig mehr gewünscht, dass man von manchen Beatles vielleicht ein wenig mehr gesehen hat, vielleicht mal ein wenig mehr sehen konnte, was sie mit ihren Antics gemacht haben. Aber allein so, dass Ringo mehr oder weniger durch Pauls Großvater so eine große Bedrohung wurde, ist einfach nur Comedy Gold. Und als erster Film würde ich mal sagen, dass er natürlich seine
Probleme hat, aber definitiv die positiven Aspekte deutlich mehr hochgehoben werden. Und natürlich war A Hard Day's Night ein großer Erfolg, nicht nur als Album, sondern auch als Film als solches. Also musste natürlich ganz schnell ein weiterer Film kommen. Und so hat mal Richard Lester, der Regisseur vom letzten Film, wieder zurückgebracht für eine Spionage-Spoof-Comedy. Help! Und ja, ich werde diesen Namen Help auspressen, um das Ganze ein wenig mehr zu emphasisieren. Denn Help ist definitiv ein sehr interessantes Beatles-Werk. Denn während das Album meiner Meinung nach zu den besten gehört von den Beatles, vor allem von den früheren Jahren, dagegen ist der Film Help ziemlich unterhaltsam, aber leider nicht so gut wie das Help-Album. Doch was meine ich damit genau? Nun, wie angeteasert, handelt es sich hierbei um ein Genre-Austausch, denn auch wenn Comedy hier ein weiterer großer Fokus ist, geht man eher mehr auf die goofy, cartoony Looney Tunes Comedy ein, statt auf den eher mehr Dialog-based Comedy von A Hard Day's Night zum Beispiel. Und das funktioniert per se ziemlich gut. Ich denke, dass Richard Lester ein cleveres Auge hat, wie man gute Comedy, vor allem Visible Comedy, umsetzt. Und das zeigt er in Help ziemlich fantastisch. Doch leider muss ich zugeben, dass die 4 Beatles definitiv deutlich besser sind in ihren Performances. Versteht mich nicht falsch, sie geben immer noch eine sehr solide Performance, aber kann man definitiv merken, dass es ein Downgrade ist von dem, was sie herausgebracht haben von ihren Performances in A Hard Day's Night. Doch kommen wir doch mal auf die Story zu sprechen. In A Hard Day's Night habe ich die Story fast kaum etwa erwähnt, da die jedoch eher mehr eine Nebensache ist und wir einfach nur die Antics der Beatles sehen, bevor sie etwa einen gigantischen großen Gig haben. Hier spielt die Story deutlich mehr einen Fokus. So sehen wir die 4 Beatles, die mehr oder weniger von einem Kult weglaufen müssen, da Ringo mehr oder weniger so einen seltsamen Ring an sich hat und dieser Kult diesen Ring unbedingt haben wollen und deswegen Ringo mehr oder weniger opfern wollen. Sie suchen zum Beispiel Hilfe bei einem Mad Scientist, der natürlich auch einen großen Kragen auf sie hat, und so laufen sie mehr oder weniger in diesem Film gegen diese 2 Partys weg. Und dabei wird das alles untermalt von eher mehr cartoony, cheesy Momenten, die zwar oft unterhalten können, aber definitiv ein wenig, zumindest für mich jetzt nicht allzu dolle sind im Vergleich zu A Hard Day's Night und wie es das die Antics mehr oder weniger dargestellt hat. Klar, ich vergleiche diese 2 Filme sehr stark miteinander und vielleicht sollte ich das nicht, denn Help ist definitiv sein eigenes Werk. Es ist kein A Hard Day's Night 2 oder sonstiges, es ist sein eigenes Werk, was auf das Album lose basiert, aber definitiv nicht so interessant ist wie das Album. Es unterhält. Es hat sehr grandiose Set Pieces und wie man die Colors hier hat, dass sie so stark poppen, ist einfach nur impressive und lobenswert. Auch wie bei A Hard Day's Night ist die Cinematography wirklich stark. Und ich würde sogar behaupten, Help ist definitiv deutlich mehr ein Vorgänger für die späteren MTV-Videos, für beliebte Songs mit seinen Musikszenen und wie die dargestellt werden und wie groß vom Skate die sind. Das ist definitiv ein großes Highlight bei Help und definitiv ein Improvement im Vergleich zu A Hard Day's Night. Aber dennoch bin ich irgendwie gemixter Meinung. So als Film ist er unterhaltsam, aber so als Beatles-Werk bietet er auch nicht so viel. Die Gags sind okay, an manchen Stellen wirklich unterhaltsam, an manchen Stellen eher weniger so. Und ich weiß auch nicht. Und nachdem wir über diese 2 Filme geredet haben, kommen wir doch mal zu 2 sehr psychedelic Beatles-Filmen, die mehr oder weniger in ihrer späteren Ära herauskamen. Und das kann man auch wirklich führen. Die Beatles haben mehr oder weniger 2 Äras. Zum einen die beliebte Boyband-Ära mit ihren klassischeren Albums, wo sie alle mehr oder weniger harmonisch miteinander gesungen haben. Und dann haben wir noch die andere Ära, die deutlich populäre in der heutigen Zeit mit solchen Albums wie Sgt. Pepper, Abbey Road und so weiter und so weiter. Mehr Songs, wo jeder der Beatles seinen eigenen Moment hat oder wo nur ein Beatle mehr oder weniger die Vocals bringt oder wo nur 2 Beatles nacheinander die Vocals bringen. Weg vom harmonischen zu mehr experimentelleren Werken. Und das kann man auch definitiv an die nächsten 2 der Filme sehen. Zum einen haben wir Massacre Mystery Tour, was auf dem gleichnamigen Album mal wieder basiert und der beste Beatles-Film definitiv ist. Massacre Mystery Tour ist per se definitiv alles andere als schlecht. Es hat sehr viele kreative Ideen und ist deutlich bolder als die Vorgänger. Anders als diese Vorgänger ist es deutlich experimentellerer mit der Narrative, wie es gefilmt wird, wie es alles geframed wird. Und meine Güte, es ist seltsam. Auf eine interessante Art und Weise seltsam, aber ich würde leider nicht behaupten, dass es auf eine Art und Weise seltsam ist, wo es als Film für mich zumindest funktioniert. Und das sage ich als jemand, der David Lynch Filme, zu denen ich auch etwa ein Video auf die Channel hochgeladen
gelesen habe, Hust, absolut liebe und setze. Aber anders als bei David Lynchs Filmen finde ich, dass die Narrative am letzten Punkt manchmal einfach nur seltsam wirkt, um einfach nur seltsam zu sein, beziehungsweise um experimenteller zu sein. Das war der allererste Beatles-Film und einzige Beatles-Film, wo die 4 Lads mehr oder weniger das Steuer komplett am Rade geholt haben. Und leider merkt man das auch. Die Beatles sind definitiv talentiert. Ich meine, man kann das an ihren impressive Body of Work bei ihrer Musik sehen. Oder auch bei den Soloalbums und so weiter und so weiter. Aber man kann mal definitiv merken, dass es bestimmte Eras gibt, wo sie immer noch ein wenig unwissend waren. Und das zeigt dieser Film für mich definitiv sehr, sehr gut. Anders als das Album und die Musik, die hier grandios ist, wie immer. Ich glaube, ich muss das noch nicht mal erwähnen. Denke ich, dass Magical Mystery Tour visuell prachtvoll sein kann. Vor allem die Farbgebung, die sehr absurd ist, aber wirklich, wirklich super gemacht worden ist. Aber als Narrative einfach nur, manchmal wirklich einfach nur ein Hirnrützen bei einbringt. Das tut mir auch ein wenig weh, das zu sagen, denn ich schätze diese Kreativität, die Experimentalität, die in diesem Film am Tag gebracht wird. Aber leider, wenn man diesen Film sich anschaut und dann gegen Ende kommt, denkt man sich auch nur so, was war nun die Story, was wollte man da erzählen? Und an sich, wenn man etwa jemanden, den Zuschauer eben, Fragen offen lässt, ist es per se nie was Schlechtes. Ich meine, David Lynch lässt einen so viele Fragen offen und so viel zur Interpretation, aber hier fühlt man sich eher weniger zum Interpretieren eingeladen und eher mehr ein wenig verwirrt. Das Acting ist auch ein wenig seltsam. Anders als bei Help, denke ich, dass hier das Acting sich wieder mal improved hat und dass auch die anderen Beatles, vor allem Paul, mittlerweile so eine Screen Presence in sich haben, dass sie das alles mit Confidence spielen können. Diese Confidence ist an manchen Stellen vielleicht ein wenig zu bizarr und absurd, sodass sie an manchen Stellen ein wenig enttäuscht. So sind die Performances per se definitiv nicht schlecht und relativ solide, aber so wirklich interessant oder den natürlichsten Charisma von den Beatles bringt man nur selten hier am Tag bei diesem Film. Aber hey, als ein Experiment statt als eine Filmnarrative ist es sich definitiv einmal wert, sich mal das anzuschauen. Doch nachdem Magical Mystery Tour mehr oder weniger als erster Beatles-Flop in Anführungszeichen in die Geschichte reinging, denn sowohl bei Kritikern als auch bei den Fans lief er definitiv nicht so gut an. Heutzutage ist es ein Kultfilm samt Album, auch wenn beide ein wenig kontrovers immer noch sind im Beatles-Circle. So doch kommen wir zum letzten Film dieses Videos und dieser Film kennt wohl fast jeder. Yellow Submarine. Wenn man einen Beatles-Film gesehen hat, dann ist es Yellow Submarine. Und wieso ist es Yellow Submarine? Nun, Yellow Submarine, anders als die anderen Filme, ist wohl der einflussreichste Beatles-Film überhaupt. Und ja, ich weiß, viele der Lads haben später in anderen Filmen ein Cameo gehabt oder mitgespielt, aber über diese reden wir in diesem Video zumindest nicht. Dagegen Yellow Submarine ist mehr oder weniger der Film, der mehr oder weniger die Beatles Iconography so stark gesaped hat wie kein anderer. Sei es nun etwa die Voice Actors, die mit ihren Beatles Impressions mehr oder weniger in die Geschichte eingingen, um die Beatles Impressions mehr oder weniger salonfähig zu machen, sodass jeder mal das versuchen würde und jeder mal diesen Liverpoolian Accent versucht von diesen Voice Actors, denn anders als bei den anderen Filmen haben die Beatles mehr oder weniger fast kaum was mit diesem Film zu tun und so standen eher mehr Voice Actors im Fokus, die besagten Beatles ihre Stimmen geliehen haben. Und generell, das ist wohl der Beatles-Film, mit dem sie mehr oder weniger fast gar nichts was zu tun haben wollten am Anfang. Als die Produktion kam, hat man mehr oder weniger sehr viele Limitationen gegeben, was man in diesem Film machen kann. Und so bekam man oftmals die Songs, wo die Beatles sich dachten, ja, ist nicht so dolle. Geben wir das doch mal den Yellow Submarine Film. Dieser Film ist mehr oder weniger von seiner Entstehung ein Produkt, was entstanden ist wegen eines Vertrags. Dieser Film ist entstanden wegen eines 3-Filme-Vertrags, von denen A Day's Night, Help und eben dieser Film ein Teil davon waren. Und für die Leute, die sich wundern, was mit Magical Mystery Tour ist, nun, das war mehr oder weniger ein Peasant Project der Beatles und ein komplett eigenes Ding, was eben im TV lief statt im Kino. Und so waren die Beatles mehr oder weniger super desinteressiert und interessierten sich kaum, was etwa in diesem Film kommen würde. Und heutzutage ist dieser Film ein Kultfilm, jeder kennt ihn, selbst die Leute, die eher weniger sehr viel was mit den Beatles anfangen können. Yellow Submarine ist einflussreich. Und das sage ich nicht einfach so, weil dieser Film meiner Meinung nach mein großer Favorit ist von allen. Nein, ich sage das eher mehr, weil dieser Film ist für die Animationshistorie so wichtig. Viele große Produzenten
im Animationsbusiness oder auch Regisseure oder sagen, dass Yellow Submarine für die eine sehr große Inspiration war. Und ich kann das definitiv sehen, denn visuell ist Yellow Submarine wie fast kein anderer Animationsfilm. Die Visuals haben was Trippiges an sich. Der Artstyle hat zwar realistische Proportions, aber es ist so übersized, dass dieser Film so einen eigenen Artstyle in sich hat. Und generell liebe ich einfach nur diesen Artstyle. Wie man das etwa gemacht hat mit den Animationen ist superb und einfach nur klasse. Und auch die Story, auch wenn sie ein wenig out of pocket erstmal klingt, ist ziemlich klasse und ziemlich gut gewählt für so einen Musical-Fantasy-Film. Denn hier müssen die Beatles mehr oder weniger Pepper's Land reisen, um die Musik wieder zu restoren, die von dem Blue-Minich, unseren Antagonisten in diesem Film, mehr oder weniger gestohlen wird und verboten wird. Und die Blue-Minichs, das große Highlight dieses Films. Meine Güte, ich kann es immer noch nicht glauben, dass der Typ, der Ringo ist, den Narrator seine Stimme leiht, den Blue-Minich spricht. Ach, ich lieb's einfach nur, wenn Animationsfilme richtige Voice Actors reinnehmen und die einfach nur ihre Range zeigen können. Wirklich großes fucking Lob an den Voice Cast. Sie sind einfach nur exzellent hier. Anyway, zurück zum Punkt. Die Story ist per se auf den ersten Blick ein wenig absurd, aber so simpel, dass sie so gut funktioniert wie diesen eher mehr visuellen, prachtvollen, anderweitigen Film. Yellow Submarine ist kultig. Und kultig für einen Grund. Denn egal, ob es nun etwa die Musical-Sequenzen sind, wo sie zum Beispiel den klassischen Yellow Submarine-Song singen, egal, ob es nun etwa die Sequenz ist mit den Fotokollagen und den Song Eleanor Rigby, egal, ob es etwa ein paar andere Momente sind, sei es nun die All You Need Is Love Endsequenz ganz am Ende dieses Films. All diese Szenen wurden wundervoll kreativ animiert und sind einfach nur wundervoll umgesetzt worden. Ich weiß auch nicht, wie ich Yellow Submarine am besten in Worten beschreiben könnte. Der Stil ist auf einer so besonderen Art und Weise gemacht worden und der Film fühlt sich so träumerisch an vielen Stellen an. Ein gutes Beispiel wäre dafür, dass die Beatles, selbst wenn sie etwa ein gelbes Submarine sehen und mehr oder weniger erzählt werden, dass sie die einzigen sind, die Pepperland und Musik retten können, einfach nur reagieren, okay, cool, werden wir machen. Das ist so genial einfach nur. Und vermutlich mein Lieblingsteil dieses Films, denn wie die Beatles mehr oder weniger das so hinnehmen, ist einfach nur super. Mit vielen dieser Celebrity-Filmen oder Celebrity oder auch eine fiktionale Version des Celebrities vorkommt, setzt mal so große, gigantische, absurde Prämissen vor und viele dieser Celebrity-Figuren oder fiktionalen Versionen eben reagieren so, was? Ich muss die Welt retten? Und die Beatles einfach nur so, ja, okay, genial, einfach nur, genial. Das kann ich auch über die Comedy sagen und generell über den Dialog. Der Dialog ist so wundervoll gemacht worden und fühlt sich so speziell an, dass es den wirklich nicht mit irgendeinem anderen Film vergleichen könnte. Und speziell ist ein großes Wort für Yellow Submarine. Denn dieser Film fühlt sich sowohl von den Animationen, sowohl von der Songauswahl und sowohl von der Art und Weise an, wie er eben gemacht worden ist, als ein sehr spezielles Werk, was nur einmalig existieren kann. Und damit ist Yellow Submarine auch einfach nur mein großer Favorit unter den ganzen Beatles-Filmen. Ich meine, er bietet alles. Großartige Animation, einen wundervollen Instrumental-Soundtrack von George Martin, der Producer von den Beatles, großartige Auswahl an Beatles-Songs und so viel mehr. Und hey, wir kriegen sogar ein Live-Action-Cameo von den 4 Beatles ganz am Ende, was einfach nur da war, um eben diesen Vertrag mehr oder weniger zu erfüllen. Es ist wirklich ironisch, sich anzusehen, was die Hintergrundgeschichte von Yellow Submarine ist. Denn ich würde garantieren, dass jeder, der diesen Film gesehen hat oder ihn liebt, definitiv nicht sagen würde, ja, das fühlt sich so an, als wäre es einfach nur ein Vertragsfilm gewesen. Denn die Leute, die hinter diesem Film gearbeitet haben, in einem kurzen Timeframe sogar, mit Beatles, die definitiv interessiert waren und sich nicht interessieren könnten, was etwa mit diesem silly Animationsfilm passieren könnte, zeigt das einfach nur, wie viel Liebe hier reingesteckt wird. Das Skript ist einfach nur clever und unterhaltsam und ich kann den Film einfach nur bis zum Ende loben. Es gibt so viele kleine Details, so viele Figuren, so viele Dialoge, die ich gerne pointen würde und sagen würde, das ist genial. Und wenn es sowas gibt, kann man wirklich gut ohne Bedenken sagen, dass dieser Film einfach nur superb ist und wundervoll ist. Doch nun seid ihr gefragt, was ist euer Lieblingsfilm von den Beatles? Was ist euer Lieblings-Beatles-Song? Lasst mich doch all dies in den Kommentaren wissen. Aber bis dahin sehen wir uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!